Herzlich willkommen in Las Vegas, Baby. Gepäck wird schon noch ankommen. What's up once again, MTV Cribs? Welcome to my crib. Natürlich auf ganz dekadent haben wir uns noch eine Yacht gezogen. Der riecht auch nicht nach dem, was ihr denkt. Exklusiv Content auf meinem OnlyFans. Gutes Scheißhaus, aber spätestens morgen früh heizt da die Dampflok durch. Hallo zusammen, und zwar heute ist Donnerstag, 26. September, 21 Uhr und ich bin am Packen und ich wurde dazu beauftragt, ich muss alles vloggen, deswegen starten wir mal so rein. Urs ist gerade beim Friseur, er hat eure Gebete erhört, er wird seine Haare wieder ändern. Morgen, 27. September, fliegen wir in die USA nach Las Vegas. Über Frankfurt. Insgesamt geht der Flug 14 Stunden circa, mit Aufenthalt dann noch in Frankfurt eine Stunde. Also ja, relativ entspannt, dass man nicht noch 2-3 Mal umsteigen muss. Sind heute noch genau 16 Tage bis zum Olympia. Am 12.10. steht Urs auf der Bühne. Das ist ein Samstag, weil viele schon gefragt haben. Und dieses Mal werden wir auch geisteskrank viel vloggen. Beziehungsweise ich, also wenn es nicht geklappt hat, dann liegt es an mir, dann ist es meine Schuld. Wir haben auf jeden Fall aber auch einen Kameramann dabei, aber wir dachten uns, dieses Mal versuchen wir euch noch näher mitzunehmen. Und ich habe jetzt schon gepackt, circa eine Stunde, und ich kann euch das gerade mal zeigen. Ich weiß nicht, wir sind 19 Tage insgesamt weg, aber wir haben so viel Gepäck wieder dabei, aber das Gute ist, über viel bleibt in den USA. Deswegen starten wir mal damit. Und zwar habe ich es mir schon ein bisschen einfach gemacht und habe schon alle Meals vorgepreppt für morgen für Urs. Ich hatte keinen Bock mehr was zu preppen, weil ich bin auch nicht auf Prep. Deswegen hole ich mir morgen noch beim Bäcker was und werde das Flugzeugbuffet plündern. Dann geht es auf jeden Fall los mit diesem Koffer, habe ich schon rausgebannt. Koffer Nummer 1. Da sind... Ich habe gerade gemerkt, ich muss bloß Glücksschuhe noch mitnehmen, die überzerfetzt sind, aber völlig okay. In diesem Koffer sind nur Klamotten und Autogrammkarten für das Meet and Greet. Dann Koffer Nummer 2 sind Schuhe drin, Farbe, denn wir machen diesmal die Farbe selber, Schminke, Rollen und der Crank Olympia. Handgepäck Stück Nummer 1 von mir ist meine geile Bag hier. Mit so Waschzeug, mit meinem MacBook und Co. Mein zweites Handgepäckstück hier, Reisepass und alles mögliche, dass man es immer direkt griffbereit hat. Hier ist mein Koffer. Beauty-Produkte, Haarzeug, keine Ahnung, Schuhe, Dyson Airwrap, whatever. Waschtasche und da drunter sind meine ganzen Klamotten noch, sollte hoffentlich reichen. Und Koffer Nummer 4 ist Urs Koffer, den habe ich jetzt auch schon ein bisschen gepackt. Hier kommt auf jeden Fall noch seine Schlafmaske rein, ein paar Subs und das sind alles Urs Klamotten. Ich hoffe, wir haben genug dabei, denn in Las Vegas hat es ca. 40 Grad, deswegen mussten wir noch ein bisschen umswitchen das Ganze. Genau, und, Urs hat natürlich auch noch ein Handgepäck dabei mit Shaker, Trichter, alles Mögliche. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung, und zwar, weil wir ja alles vloggen ein bisschen und das Vloggen auch von mir aus geht, müsst ihr jetzt ein bisschen so die nächsten 16 Tage mehr mit mir Vorlieb nehmen. Also ich werde natürlich was mit einbeziehen, ich bin ja nicht auf Prep, sondern er, aber ja, ihr werdet halt viel aus meiner Perspektive diesmal sehen und ja, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich hoffe, ihr feiert's. Ich hoffe, es ist mal eine andere Art von Einblick. Und was ich natürlich hoffe, ist, dass ich es gebacken kriege. Aber eigentlich schon, mir macht das Vloggen eigentlich mittlerweile auch recht Spaß. Deswegen, ja, let's go. Ich hab Bock, morgen wird geil. Ich meine, ihr kennt alle Urs seine Form nicht. Ich kenne sie natürlich schon. Und ja, mit seinem Shadow-Modus, ja, ist nichts zu viel zu versprechen, muss man sagen. Ich hoffe, dass ich das richtig gesagt habe, aber auf jeden Fall kann man gespannt sein, was der
Gute Mann, der auf die Beine gestellt hat. Die Reise geht los. Der halbe Hausstand ist dabei. 2 Koffer pro Mann und Frau. Und jetzt geht's ab nach Vegas. So sieht's aus. In aller Herrgottsfrüh. 8:20 Uhr. Wann sind wir aufgestanden? Um 6. Sonderzuschlag habe ich auch schon erledigt, tatsächlich. Denn heute wird sich nicht allzu viel bewegt. Ich glaube, wir haben 13-Stunden-Flug nach Vegas, ne? Ich habe die Leute gestern schon aufgeklärt über alles. Ah, dann wisst ihr bestens Bescheid. Alice Ehrenfrau, so sieht's aus. Aber ich habe die geprankt. Ja. Ich habe gesagt, du bist beim Friseur, machst du wieder die Aldi-Friese. Ja. Aber das war wohl nichts, wa? Das wird noch, das wird der neue, das wird der Charakter on stage, ich sag's euch. Das wird die Ausstrahlungsbombe. In diesem Sinne aber erstmal daily ins System und dann weg nach Frankfurt. Alices wunderbaren, vorzüglichen Haferkuchen. Durch die Sicherheitskontrolle durch, Gepäck aufgegeben, jetzt hier Matrix 17. Auf voll assi sich einmal noch mit Deo voll machen und beziehungsweise Parfüm. Einen schönen Duft suchen wir uns raus und dann ab in den Flieger hier für Alice Chanel. Nein, Calvin Klein ist das einzig wahre, Schatz. Calvin Klein auf die 1. Endlich Zeit fürs Frühstück. Ich sehe gerade die Uhren hinter mir. New York, London, Berlin. Also die in New York, die essen jetzt eher zu Abend. Aber wir frühstücken hier. Und zwar gibt es Weißwurstfrühstück und Hefeweizen. Und dann geht's ab auf die Wiesen, oder? Nee, Spaß. Es gibt einen Haferkuchen, mein geliebter Haferkuchen, den Alice heute Morgen noch zubereitet hat. Und bei dir gibt's Die werden ja Frühstück. ein Teil davon. Das sind Eiweißbrötchen mit Hohl. Top, das laden wir uns rein und dann ab auf den Flug nach Frankfurt. Der Pro-Tipp auf Reisen, auf jeden Fall nehmt euch eure Mahlzeiten mit. Vor allem packt euch auch, wenn ihr jetzt Wettkampfathleten seid, immer noch so Notfallproteine ein, weil man weiß nie, ob ein Flug Verspätung hat oder die Reise sich doch länger zieht. Dann am Ende sitzt du da und musst dann auf irgendwas anderes ausweichen, was auf jeden Fall die Figur nicht gut bekommt. Deswegen, ja, wir haben immer extra nochmal so ein halbes Kilo Chicken einfach in der Box am Start. Und dann ist man da auf jeden Fall safe und kann, wenn der Tag sich doch länger rausschiebt, noch irgendwas essen. Wie fühlst du dich? Scheiße, ich hab verdammt Hunger. Meine Lethargie heute ist auf jeden Fall eine 8,8 von 10, aber das sind die Travel Days, die sind beschissen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich die Nacht nur 6 Stunden geschlafen habe. Dass ich gleich auf jeden Fall ordentlich pep im Flieger. In Frankfurt gelandet. Wir haben jetzt noch 15 Minuten, wie man sieht, der Sprintmodus wurde nicht aktiviert. Aber hey, wiegt 10 Kilo weniger. Ich sag's euch, in der Off-Season hätte ich da hinten schon die Wiege gemacht. Aber ja, mein Ziel, und das ist der Mr. Olympia. Und dafür machen wir nochmal einen zweiten Sonderzuschlag. Es wird übergeil mit diesen Autos hier zu fahren. Alice. Wirklich. Wer nimmt uns sagen, mit diesen Autos? Sagen, wir haben eine Mission. Welche? Wenn das Video hier 10.000 Likes kriegt, Ja. im nächsten Vlog und Alice sich so einen Karren schnappen am Flughafen. Aber heute riskieren wir das lieber nicht. Nur weil du willst, dass wir ins Gefängnis kommen, gell? Ja. Ist okay. We made it. Wir haben es geschafft. Und jetzt heißt es 13 Stunden nach Viva Las Vegas. Es ist arschkalt hier, ne? Es ist sehr kalt und ich schaue mir den Film Wonka an. Charlie und die Schokoladenfabrik, die Anfänge des Wonkas. Das ist jetzt eine 3 von 10, aber was da geht. Ja. Letztes Mal Barbie angeguckt und gesagt, der Film ist schon geil. Vielleicht auf dem Rückflug mit einem Gin Tonic schaue ich mir mal auf, ja. Es gibt Mittag, bevor ich den ganzen Laden hier absägen werde und die Motorsäge angeschmissen wird,
lasse ich mich erstmal in mein letztes Carb-Koma fallen. Und zwar Alices Haferkuchen. Sieht nicht mehr ganz so appetitlich aus, aber vertraut mir, Freunde, der schmeckt unfassbar gut. Wird sich jetzt hier ins System geladen und dann Knockout. So, wir haben jetzt deutsche Zeit 22:43. Das heißt insgesamt noch 2 Stunden Flugzeit, dann haben wir es endlich geschafft. Und ich habe schon gesagt, diese Reise ist gottlos lange. Leute, das war der schlimmste Flug ever. Wir konnten beide, Schatzi, wie lange du? Alice hat mit 20 Minuten Nap gemacht. Bei mir hat es einfach jetzt gerade vielleicht 15 Minuten funktioniert. Bringen wir dann einen ewig langen Flug auch rüber. Für mich ist es immer das Schlimmste. Heißt noch 2 Wochen Vollgas im Camp, da freue ich mich drauf. Dann ist man endlich da, wo das große Geschehen stattfindet. Und wir werden heute auf jeden Fall noch chillen. Ihr werdet dann weitere Eindrücke kriegen. Aber ich finde, das Schlimmste kommt erst noch. Es ist ja so 80% geschafft, weil ich finde immer erst, wenn man durch diese Border Control gegangen ist, und da kann noch alles schief gehen. Aber mittlerweile sind wir ja frequent USA Traveler. Und so oft wie der Stempel bei uns drin, das wissen die. Aber einmal passiert es halt. Wir wollen nichts raufbeschwören. Ich denke immer positiv. In diesem Sinne, das wird alles gut klappen. Das Gepäck wird ankommen. Wir werden euch das Airbnb heute auf jeden Fall noch zeigen, wo wir dann die nächsten 2 Wochen leben. Und dann werden wir gucken, was der Tag einfach so bringt. Ich hätte Bock, irgendwo in die Sauna zu gehen, ein bisschen runterzukommen. Aber wir schauen mal, was der Tag noch bringt. Ich habe mir noch den neuen Batman angeguckt. So ungefähr zu dem Viertel. Ist gar nicht schlecht. Da soll auch irgendwie der Penguin-Film kommen. Vielleicht werden wir, also Alice und ich haben uns auf jeden Fall vorgenommen, wenn wir da wieder daheim sind, das ein oder andere Mal ins Kino zu gehen. Ich werde dazu nichts sagen, aber das sind so kleine Röhrenfernseher. Und ihr müsst wissen, und du guckst es so an, komplett dunkel. Ja. Du guckst nicht wirklich. Und ihr müsst wissen, Alice sieht ungefähr gar nichts. Deswegen ist sie auch mit mir zusammen. Weil sonst mit so einem hässlichen Fettsack, wenn die mich mal richtig sehen würde, wenn die mal ihre Augen lasert, Alter, dann wünscht mir Glück, dass wir dann noch zusammen sind. It's the final countdown. Aua, das Aua, begann. aua. Zu nennen, wenn Alice und ich mit dem Auto irgendwo länger hin unterwegs sind, dann noch eine Stunde zu fahren ist, gibt es die sogenannte Power Hour. Der 90s Playlist. Gibt es eine 90s Playlist, und dann wird da nochmal richtig Action gemacht. Noch genau 56 Minuten. Ne? Es ist mal wieder das klassische Glück des Bären. Erst Kuwait, jetzt Las Vegas. Ich bin auch der Handgepäcks-Traveler. Immerhin sind wir heil angekommen. War eine lange Reise. Die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Wenigstens eine geile Sache, aber herzlich willkommen in Las Vegas, Baby. So sieht's aus. Reiseleiterin Alice kümmert sich schon darum. Hat da drin gerade schon ganz klassisch Druck gemacht und ich musste kurz fast bändigen. Ja, Alice ist da kurz mal grantig geworden. Das Gepäck wird schon noch ankommen, bisschen räudig. Ich hätte mir gerne eine andere Buchse angezogen, was man aber immer lernen sollte als für jeden zukünftigen Wettkampfathlet oder Athletin. Was habe ich im Rucksack dabei? Mein Posing-Schlüpper. Erstmal ankommen, erstmal in die Bude und dann schauen wir mal, was abgeht. What's up once again, MTV Cribs? Welcome to my crib. It's IFBB Pro Urs Kalaschinski. Welcome to Las Vegas. Zwar ist Gepäck nicht da, aber Laune ist gut, weil der Mann hinter der Kamera hat schon Einkäufe erledigt und das ist eine absolute Ehrenaktion. Denn nach so einem langen Flug will man auf jeden Fall nicht noch direkt einkaufen gehen. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe,
euch unser Zuhause für die nächsten 2 Wochen vorzustellen. Erstmal wurde Gatorade Zero runtergesippt. Wenn in den USA, dann ist das natürlich eine der ersten Amtshandlungen. Man erkennt natürlich direkt, wir sind nicht in deutscher Architektur, denn hier haben wir eine Lampe im Eingangsbereich. Hier dann aber eher nicht. Und ey, so Bodybuilder OCD. Ich habe erste, was ich gecheckt habe, ist einfach das Licht, wo ich Form-Update mache für Coach, als ich hier reingekommen bin. Ich glaube, das ist ein guter Spot hier dann unter der Lampe. Aber das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Hier haben wir, wie soll man es nennen, Wohnzimmer. Aber irgendwie ist es weird, weil, wenn ihr mitkommt, haben wir hier eigentlich den Main-Bereich. Alices Reich. Hier dann das eigentliche Wohnzimmer, also ist ein bisschen verschickt. Was natürlich auch absolut ehrenvoll ist. Mein Sponsor ESN, absolute Ehrenmänner, haben das Ganze schon im Voraus hergeschickt und wir mussten nicht, da irgendwie wir schon geahnt haben, dass die Koffer nicht kommen, mussten wir nicht irgendwas mitnehmen, sondern haben alles geschickt bekommen. Ist richtig nice. Wir kommen gleich auf die Nahrungsmittel noch zu sprechen. Das ist hier die Essenstasche vom Flug, by the way. Da ist nichts mehr drin. Das ist jetzt alles hier drin. Und wir haben sogar einen Außenbereich. Und natürlich auch ganz dekadent haben wir uns noch eine Yacht gezogen, falls mal gutes Wetter ist. Und wir auf dem Strip, das schnallen wir einfach hinten ans Auto dran, Digga. Ja. Das flex ich oben drauf und so fahren wir dann zum Prejudging zum Olympia. Nee, Spaß beiseite. Wir haben einen chilligen Außenbereich. Keine Ahnung, was ich hier machen werde. Ich werde mich wahrscheinlich noch ein bisschen sonnen, denn das Wetter hier ist richtig geil. Und am Tan kann man immer ein bisschen arbeiten, an der Vorbräune sozusagen. Eine Glotze auch am Start. Da werde ich mir das eine oder andere Bernd Zehner Video angucken. Liebe Grüße. Hat mich durch die Vorbereitung begleitet, um meine Cravings zu stillen und da auf jeden Fall gegen den Hunger vorzuarbeiten. Ich bin so, das ist crazy bei mir, wenn ich Hunger kriege, dann fange ich mir an, irgendwelche YouTube-Essensvideos zu schauen und das hat geisteskranke Ausmaße angenommen. Also wenn du meine Landingpage mal sehen würdest oder würdet ihr euch denken, was ist mit dem Typ los? Aber das ist die Essstörung, die ein Bodybuilder und eine Bodybuilderin mit sich trägt. Und ja, kein lustiges Thema, aber irgendwo erwische ich mich dann jedes Mal selbst bei. Stay hydrated, Freunde, ist ganz wichtig. Wir haben, beziehungsweise ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, der absolute Ehrenmann hat die Einkäufe erledigt. Wir haben genug Wasser am Start, denn bei den Temperaturen, der Körper muss sich jetzt auch wieder ein bisschen akklimatisieren. Zum Glück kenne ich es von Kuwait schon, aber es wird viel getrunken. Hier, die Dame macht es auch schon richtig. Wichtig, ordentlich Wasser laden. Und sonst sind die Basics im Haushalt. Was soll ich euch sagen? Ich zeige euch erstmal die Küche, weil das ist das Wichtigste. Das sind schon mal die Carb-Up-Waffen hier, die gezündet werden. Der Honigbär, der wahre Miracle Bär. Der wird auf jeden Fall geleert bis nach dem Olympia, um den flachen Leib prall und voll zu machen. Wir haben einiges an Gewürzen, ihr kennt's. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr so im Monster Mash Game, sondern bin wieder auf den guten alten Eiklar Pancake und die Oats zurück. Und da müssen allerlei Gewürze drüber. Natürlich darf McCormick's Cinnamon, die Tagesportion, nicht fehlen. Also da müssen wir auf jeden Fall noch Nachschub holen in 2 Wochen. Das steht fest. Sonst haben wir mein zweitliebstes Gesicht, wenn ich in die USA komme. Mr. Quaker. Das sind die geilsten Haferflocken. Also wenn ihr mal in die USA kommt, holt euch die, probiert die aus. Die schmecken ja richtig geil. Und jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Part. Den Kühlschrank. Kühlschrank sieht Bodybuilding gerecht aus. Wir haben Eiklar, 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 Eiklar und Eiklar. Sollte erstmal reichen. Dann auf der Seite haben wir weißen Fisch. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Himbeeren über alles. Deswegen 2 Packungen Himbeeren, 1 Packung Blaubeeren. Hier haben wir ein paar Zero-Getränke am Start. Ich bin ja Team Pepsi Max. Also
Alles andere verstehe ich nicht. Eine Coke Zero kann man auch mal trinken, aber ja, Pepsi Max ist schon Ehre. Was aber wichtig ist, sind Organic-Eier, ganz wichtig. Da gut und gern lieber mal einen Groschen mehr zahlen und auf Organic umsteigen. Sonst haben wir hier, das ist für die Dame, glaube ich, Pico de Gallo. So Tomatenpampe, was man sich zum Huhn und so machen kann. Dann natürlich Boneless, Skinless Chicken Breast. No Antibiotics. Lüge. Nee, man muss sagen, wenn ich in den USA bin, dann liebste Grüße an Basti, Fleischerei Schäfer. Da vermisse ich auf jeden Fall die Qualität, denn die schmeckt man definitiv raus. Aber von 2 Wochen kann man jetzt, kann man auch hier ganz gut drauf umsteigen. Was ganz geil ist, was jetzt aber auch bei Basti zum Beispiel gibt, ist hier 99% Leanes Turkey Breast, also Truthahnbrust. Ist in Deutschland, glaube ich, gar nicht so weit verbreitet. Der ein oder andere Ehrenmann aus der Community hat mir geschrieben, das gibt es bei Kaufland auch. Das hat aber ein bisschen mehr Fett dort und ja, ich versuche tierische Fette eigentlich zu meiden und dann lieber aus Eiern zu ziehen oder zum Beispiel aus Omegas. Hier unten haben wir noch Kartoffeln drin. Ist aktuell meine Hauptcarbquelle zusammen mit dem Reispudding. Warum? Kartoffeln und Haferflocken. Es gibt sogar die neuesten Studien auch. Die sättigen am meisten tatsächlich. Die Sättigung, die kann man gut gebrauchen in einer Diät, gerade gegen Ende. Und dann switchen wir meistens von Reis auf eben Kartoffeln um und Haferflocken zum Frühstück. Also ganz klassisch, wer auch mein Insta verfolgt oder die Full Day of Eatings hier, weiß ja, wie ich mich ernähre. Swappen wir kurz rüber in mein Reich hier. Hier drüben ist Alishas Zimmer. Das müsst ihr jetzt nicht sehen, das ist ihre Privatsphäre. Aber da ich ja mein Leben euch zur Verfügung stelle wie in einem Aquarium und ihr von mir alles zu sehen kriegt, exklusiv Content auf meinem OnlyFans. Spaß. Aber Snapchat könnt ihr seit neuerdings abchecken. Da machen wir schon immer ein bisschen, ich finde es immer so räudig, exklusiv Content zu sagen, weil dann denken ja gleich alle immer an OF. Aber ein bisschen andere Insights noch in Snap Stories. Aber haben wir hier mein Zimmer. Bis jetzt ist noch nicht viel drin. Hinten muss ich aber hier. Also wenn ich was sag, dann lüge ich nicht. Und in meinem Handgepäck hatte ich echt einfach nur meinen Posing-Schlüpper dabei. Weil der darf mir auf jeden Fall, der riecht auch nicht nach dem, was ihr denkt, aber der riecht nach Wettkampf. Und jedes Mal, wenn ich eine tiefe Nose dran nehme, dann denke ich mir, boah, bald ist es wieder soweit. Und dann brennt es schon wieder in mir. Die neueste Errungenschaft, ich gönne mir nicht oft was, aber da dachte ich mir, für den nächsten Rave oder aber auch für den ultimativen Super Saiyan Mode packen wir die aus. Schreibt mal in die Comments, soll ich so bringen, auf die Press Conference zu gehen und einfach den bringen. If he dies, he dies. Dann lasst es mich wissen. Aber ne, finde ich ganz cool, ist nicht so die 0815 Glass und ich bin auch nicht der 0815 Typ, deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich mir, habe ich mir verdient und die ist auf jeden Fall auch mit dabei. Ich habe so ein paar Sachen, ist ein bisschen so privat, aber unter anderem die Kette hier, die viele wissen ja nicht, das ist eine echte Bärenkralle. Die hat mein Dad mir, also mein Stiefdad eigentlich, Manne, der ist Jäger und der hat mir die mitgebracht und ich habe mir gedacht, ich mache daraus eine Kette, eine einzigartige. Liebe Grüße, Juwelier Hatay, mein Freund Georgie. Und versuche so Menschen in meinem Leben damit zu verknüpfen. Und das ist so mein Glücksamulett geworden mit der 1998 drauf, mein Geburtsdatum. Ja, und das habe ich mit dabei und das bringt mir Glück und auf jeden Fall viel Segen auf dem Weg. Und das trage ich auf jeden Fall mal bei mir. Deswegen ein wichtiger Teil für mich, den dabei zu haben, war deswegen auch im Handgepäck. Und wenn der Koffer nie ankommt, dann ist es auch egal, denn das habe ich dabei. Hier noch nicht eingeweiht, guck mal, da ist noch hier so ein Kleber drüber.
das gute Scheißhaus, aber spätestens morgen früh heizt da die Dampflok durch. Digga, wir machen's real, Alter, die 2 Wochen, da kriegst du alles zu hören und zu fühlen. Und die Dusche, freut mich, dass die groß genug ist, weil bald fängt das ganze Rasieren, Peelen und weiß Gott was an, wovon ich sonst unterm Jahr nichts sehen will. Doch rasieren, muss ich sagen, tue ich mich schon immer. Es ist wirklich, ich finde so, das hat mein Dad mal gesagt, hat gesagt, so, wenn du Leistungssportler bist, dann musst du dich rasieren. Wir schweifen schon wieder ab, es soll eine Roomtour bleiben, aber ich finde es ganz cool, so kann man auch mal ein paar Off-Topic-Sachen erzählen. Das hier ist zum Beispiel auch eine geile Story und die hat sich soeben im Flugzeug abgespielt. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, ich konnte nicht pennen. Ich dachte mir, ich rast gleich aus, Todeshunger, ich stehe auf, ich laufe rum, ich denke, was geht hier ab? Treffe ich einen, recht stabilen, ihr kennt es ja so, ein Pumper unter sich. Manche sind so ein bisschen so auf, so ich bin krasser, aber manchmal trifft man so Gleichgesinnte, die so beide, ich bin dann auch immer, ich feiere es direkt, ist dann wie so die Bruderschaft der Muskelbrüder bzw. der Eisenbrüder. Habe ich einen kennengelernt, Andi, mit seiner Familie. Andi, wenn du das siehst, liebe Grüße an dich. Wir hatten ein tolles Gespräch. War nicht so das typische Gespräch, was die Leute mit ihr, also er kannte mich, er wusste, ja, Urs, okay. Und normal kommt dann halt immer, ja, reiß ab beim Olympia oder man macht einen Pick oder so, aber der hat so eine andere Seite beleuchtet und dann hatten wir einen echt langen Deep Talk, aber lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mir was geschenkt. Das ist auch eine Mission, die der macht. Da steht hier drauf, liebe dich und andere. Und das ist so ein Ding, das hat mich ziemlich geprägt, was er gesagt hat. Bin bei allem Leistungsdruck, den man hat, den man sich macht, vor allem die letzten 5 Jahre waren ja bei mir nonstop, du pusht nach vorne als Leistungsathlet, du willst immer besser werden. Viele fangen dann an, sich nur mit dem Sportler zu identifizieren, sind dann wirklich nur der Bodybuilder, machen dann auch ihr ganzes Leben davon abhängig. Wenn es mal nicht so läuft zum Beispiel oder in einem Sport, man verletzt sich oder sonst was, dann sind die erstmal komplett weg. Und das hat mich sehr geprägt, dass er gesagt hat, denn er meinte, lieb dich selber, also weißt du, das ist eigentlich die Quintessenz und der hat eine geile Aktion, also können wir gerne einblenden, warum du ausgewählt wurdest, schau mal unter www.10.000herzen.com und der verschenkt da so 10.000 Herzen und das ist eine geile Message, die er wirklich hat, deswegen Support geht raus und vielen Dank. Also nichts im Leben passiert aus Zufall und dass ich den da im Flugzeug random dann auch so Wadenheben gemacht, ich bin auch ein bisschen rumgelaufen und dann hatten wir, wie gesagt, noch ein langes Gespräch, aber will ich jetzt nicht drauf zu sehr eingehen. Aber coole Sache. Deswegen, Andi, vielen Dank dafür. Nichts im Leben passiert aus Zufall und das werde ich auf jeden Fall auch bei mir tragen. Das ist das Schlafgemach. Was schade ist, die Schlafmaske, die hätte ich euch kurz noch gezeigt, aber die ist im Koffer, die ist nicht dabei. Deswegen gibt es die vielleicht die nächsten Tage zu sehen oder auch nicht. Es ist einfach nur eine Schlafmaske, aber die ist auch sehr wichtig. Hilft extrem. Hier habe ich noch eine Stube für Alice, wenn du mal wieder zickig bist, Schatzi, dann kommst du da rein. Jetzt haben wir die Trennungsgruppe Ja. aufheizen. Ja, wow, das wollte ich sagen. Erzähl mal lieber von dem Ritual, was wir haben. Welches Ritual? Weil, wenn die jetzt denken, das ist Alices Zimmer, das ist Urs Ja, Zimmer. weil wir getrennt sind. Ja. Wir sind nur noch Geschäftspartner. Leute, wir sind leider nur noch, nicht leider, wir sind ein Businesspartner. Du musst dieses typische, So muss. nein, das typische Politikerbild. Auf Spendengala-Basis. Nee, aber jetzt mal Real Talk, Spaß beiseite. Ihr wisst, oder vielleicht wisst ihr es nicht, aber so eine Wettkampfvorbereitung ist sehr zehrend für... Ich baue das gerade so auf, als wären wir echt getrennt. Es ist ziemlich anstrengend, nicht nur für mich, auch für meine Mitmenschen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich eine Nacht 3-4 Stunden schlaf, wie ein Blöder jede 5 Minuten aufstehe, auf Toilette muss, weil du auch dementsprechend oft
Wasser lassen gehst, dann ist der Schlaf deiner Partnerin nicht gerade geil. Vor 2 Jahren bei der Arnolds, wisst ihr ja, ist mir zu ziemlich allen Öffnungen des Körpers jegliche Flüssigkeit rausgekommen. Und da zum Schutz von Alicia hat sie dann beschlossen, sie hat dann bei Stefan das Nachtlager aufgeschlagen in dem Haus, wo hier Matze, Rap One, David und Stefan waren. Und hat dann immer abends dort gepennt. Und ich habe dann gemerkt, hey, ist eigentlich gar keine dumme Idee, weil ist vielleicht auch ein bisschen privat, aber viel mit Kuscheln, 2 Wochen vorm Wettkampf, 3 Wochen vorm Wettkampf ist nicht mehr. Man spart seine Energie schon ziemlich auf. Und jetzt ist fast schon so ein Ritual geworden, dass wir dann sozusagen bis zum Wettkampf in getrennten Betten schlafen und dann nach dem Wettkampf, wenn ich die Wettkampffarbe abdusche, springe ich dann wieder. Aber diesmal nicht. Warum? Weil wir getrennt sind, Schatz. Ja, Alice will den Hype, die will den Bild-Zeitungsbericht. Alice will Promi-Flash. Weißt du, die will in die räudigsten TV-Formate. Dschungelcamp. Ja, das ist ihr Traum. Das ist so. Manchmal frage ich mich, warum liebe ich die Frau so. Aber ey, Roomtour. Leute, wir sind angekommen in Vegas. 14 Tage vor uns. Guck mal, was ist das für eine tolle Frau? Alle Subs schon ausgepackt. Das war's mit der Roomtour. Die nächsten Tage gibt es auf jeden Fall wilde Einblicke. Wir werden jeden Tag Content bringen aus Vegas. Und ich freue mich drauf, denn jetzt wird nochmal 2 Wochen richtig Gas gegeben. Drückt uns die Daumen, dass die Koffer ankommen. Supportet das Ganze, schreibt es in die Comments, lasst den Algo glühen und lasst uns gemeinsam beim Olympia abreißen. Wir sagen schönen Abend aus Las Vegas. Supportet das Ganze, ihr wisst wo, ESN, Miracle Wear, könnt ihr alle zuschlagen und uns direkt supporten. Es geht zum Olympia, wir sind da und jetzt kann nichts mehr schief gehen. In diesem Sinne, Kuss geht raus, euer Bär, bis zum nächsten Mal. Adios.